Hallo und willkommen bei snoopstreet.com oder auch snoopstv.de. Ich habe heute was ganz Besonderes. Leider noch nicht auf dem europäischen Markt erhältlich, aber er kommt. Und zwar habe ich heute hier an meiner Seite den neuen Offroad, nicht einfach ein Offroad. Das ist ein Offroad Snoopy Brandy Alexander. Was ist denn bitte ein Brandy Alexander? Also ich habe mich da jetzt erstmal reingelesen. Brandy Alexander ist wohl Kakaolikör, wahlweise Brandy oder Gin, aber ich glaube eher Gin. Und irgendwie was Sahne-technisches. Moment. Das ist, also es ist auf jeden Fall, ja, nee, falsch. Moment, ich brauche mal einen Spickzettel. Na, jetzt ist er weg. Egal, auf jeden Fall haben wir hier Kakaolikör, wir haben Brandy und Sahne, glaube ich, irgendwas. Entschuldigung. Und Snoopy, wer ist denn Snoopy? Also ich denke, jeder, der meine Videos guckt, kennt auch Snoopy. Falls ihr ihn nicht kennt, Snoopy ist quasi der weltgrößte, ja, Snooze-Kanal auf YouTube. Ja, für alle, die ihn nicht kennen, gibt es jetzt hier dieses i und dann könnt ihr direkt, wenn ihr da drauf geht auf das i, nicht jetzt, sondern nach dem Video, dann könnt ihr mal bei Snoopy auf den Kanal vorbeischauen oder auch auf der Homepage snoopy.com. Da könnt ihr auch mal die Homepage besuchen, die ist auch sehr, sehr interessant. Eine kleine Hintergrundinformation mal so vorab zu Snoopy und dem Brandy Alexander. Also, ich wusste ja, genauso wenig wie Snoopy, glaube ich, wusste ich ja gar nicht, dass Brandy Alexander ja eigentlich ein Mischgetränk ist aus den genannten Sorten Kakaolikör, Brandy und Sahne. Aber der Geschmack, ja, und es war einfach so, dass Offroad bzw. V2 hat 2008 eine limitierte Auflage das erste Mal Brandy Alexander auf den Markt gebracht. Also es war nur eine limitierte Auflage, somit war es auch gleich wieder weg. Snoopy ist 2009 zum Snooze gekommen und hat quasi die erste Charge von dem Brandy Alexander vermisst, aber hat dann, da V2 den Nordström Loose released hat er dann diesen getestet und was soll ich sagen, er war quasi verliebt, ja. Er ist dann, ja, fand ihn so toll und hat ihn auch, ja, also hat ihn abgefeiert ohne Ende. Aber auch das war leider auch eine limitierte Edition. Und 2012 war da eine Umfrage auf Facebook, also wenn wir 500 Likes für den Brandy Alexander kriegen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bringen wir den nochmal zurück, ja. Und das war dann die Version, die 2013 auf den Markt kam. Das war dann die Thunder Brandy Alexander, die ich ja auch schon vorgestellt habe. Nur war das ultra strong, also es hatte mehr Nikotin als der normale Offroad. Und ich muss da ein bisschen ablesen. Ja, auf jeden Fall war halt dann auch dieser weg. Und mal kurz gefasst kann man es so sagen, dass ja, na, man kennt ja zum Beispiel auch jetzt Outlaw Dipper, der jetzt hier und seinen eigenen Dip kreiert hat und da dachte sich Snoopy, das kann ich doch auch, oder nicht? Und ihm war natürlich klar, dass jetzt Swedish Match jetzt nicht sagen würde, okay, komm zu uns, wir machen das mit dir, sondern er ist halt dann, ja, er ist halt dann zu V2. Ich weiß nicht genau, wie die Kollaboration zustande gekommen ist. Auf jeden Fall hat V2 gesagt, hey, hör mal zu, du hast die meisten Sorten reviewed, du bist der größte Kanal Snooze-Kanal auf YouTube. Hey, lass uns was zusammen machen. Und Snoopy hatte die volle Kontrolle über das Design, ne? Und den ganzen Aspekt und ja, und er wollte so eine kreative Mischung aus dem Nordströmen 2009 und dem Brandy Alexander 2012, so ein Mittelding.
Und er hat eine ganz klare Vorstellung gehabt, wie feucht die Portions sein sollten. Also die haben jetzt einen Feuchtigkeitsgehalt von 40 bis 45%. Und ja, und er wollte auch nicht 18 Gramm und 20 Portionen, sondern er wollte 22 Portionen mit 19,8 Gramm. Jetzt haben wir schon das verraten quasi, wie viel drin ist. Und oder waren das jetzt 24 Portionen? Nein, es sind 22 Portionen. Okay. Und halt die normale Nikotinstärke, deshalb hat er den auch unter dem Offroad-Label rausgebracht. Ja? Also er hat jetzt, weil Thunder ist ja immer strong, Offroad ist ein bisschen Ding. Und dann hat er halt einfach gesagt, hier, ich möchte so, so, so und so. Hier. Und dann war dieses Produkt geboren. Und wie die Dose jetzt im Einzelnen aussieht, auch wenn ich jetzt schon alles verraten habe, gucken wir uns jetzt die Dose nochmal an. So, ja, wie ihr seht, das ist die Offroad Snoopy Brandy Alexander Dose. Hier haben wir so einen cremigen Hintergrund. Ja, also was genau? Also es ist so cremefarben der Hintergrund. Dann haben wir, bisschen scharf stehen. Dann haben wir ja hier das Snoopy-Logos, Brandy Alexander, Portion und von der Seite haben wir dann auch Offroad, Brandy Alexander, Snoopy, Offroad, den Barcode und hier das gleiche. Hier in der Rückseite den Warnhinweis. Und natürlich haben wir die große Entsorgungskammer, wie das sein muss. Dann haben wir hier die Portion. Also wir haben hier ein Gesamtgewicht von 19,8 Gramm. Ein Portion wiegt 0,9 Gramm. Das Ganze hat 22 Portion und 8 Milligramm an Nikotin. Und die sehen so leicht rötlich aus und die sind auch sehr gut gefüllt und auch das Portion-Material ist wirklich gut. Also das schön soft und wirklich hervorragend und auch die, es ist nicht zu feucht, also man kann dran drücken, man hat hier ein bisschen Feuchtigkeit vom Tabak, also von daher super gemacht. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das Ganze riecht. Ja, eine wirklich ausgesprochen schöne Dose, finde ich ist schon ein Eye-Catcher, ne, würde ich mal sagen. Okay, wir riechen da jetzt mal rein, also so, ich habe den auch meiner Frau unter die Nase gehalten, die hat sofort Kakaolikör gerochen. Das ist Kakao, Kakaolikör. Und so ist es. Und genau dasselbe. Also man riecht ganz klar, und deshalb bin ich jetzt so ein bisschen überrascht, weil Offroad ist ja jetzt nicht die Linie, wo ich jetzt sagen würde, hey, da kommen Wahnsinnsprodukte raus. Deshalb bin ich jetzt bei diesem überrascht. Und man riecht hier tatsächlich jetzt wirklich diesen leichten Kakaolikör. Man könnte fast sagen, man riecht auch dieses Sahnige. Also man kann ja Sahne nicht riechen, weil eigentlich ja nach nichts riecht. Aber es riecht cremig. So Kakaolikör cremig. Mit dem Schuss, ich würde mal fast behaupten, eventuell sogar Brandy, weil Gin ist ja doch. Weil es gibt anscheinend verschiedene Variationen mit Gin oder Brandy. Also ich würde mir jetzt mal sagen, schwer. Also insgesamt haben wir hier eine gute Mischung, man riecht hier die einzelnen Komponenten raus, so den Kakaolikör, das cremige, so den leichten, ich sag jetzt mal Brandy. Ja, und das alles komponiert, und das alles ist, eigentlich würde ich mal fast sagen, optimal zusammengefügt. Also es ist erstaunlich. Ja, und dann hat man im Hintergrund, riechen wir dann noch, Entschuldigung, ganz leicht diesen
eventuell sogar jetzt, wo ich so viel gerochen habe, diesen ganz leicht diesen Offroad-typischen Tabak. Ja, genau. Also man hat hier, wie gesagt, zusammengenommen hat man hier das cremige, den Likör, den Kakao und den leichten, ich sag mal Brandy. Und so ist es auch vom Geschmack her. Also man hat hier vom Geschmack her, also Nikotin ist absolut ausreichend mit 0,8, mehr braucht man nicht. Man hat hier auch diesen cremigen Kakao-Likör-Geschmack. Der ist wirklich, man schmeckt dieses cremige, als hätte man es gerade getrunken. Das ist schon sehr abgefahren. Wie ich den das erste Mal getestet habe, war ich noch krank und die Geschmacksnerven waren noch ganz angegriffen. Da hat es alles sehr extrem geschmeckt. Jetzt ist es ganz anders. Und deshalb ist es jetzt so ein kleiner Wow-Effekt, der irgendwie so, wow, das ist echt Kakao-Likör-artig cremig. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt für mich jetzt überhaupt nicht für einen Dauergebrauch, um Gottes Willen. Ich denke, das soll es auch gar nicht sein. Ich denke, so zwischendurch mal, gönne ich mir doch mal an Brandy Alexander und nehme diesen hier. Also von daher ist der für zwischendurch gar nicht schlecht. Und aus diesem Grund möchte ich wenigstens mal empfehlen, den mal zu probieren. Ja? Und sich darauf einzulassen und die einzelnen Komponenten wirken lassen. Und man merkt auch dann irgendwann, wenn man lang genug, und man kann ihn lang im Mund haben, man merkt dann irgendwann auch kommt dann so was Würziges und so, so leicht auch noch der Tabak hinzu, nach einer Zeit, der das Ganze dann zusätzlich noch ein bisschen spannender macht. Es dauert halt eine Weile. Am Anfang hat man nur dieses cremige im Mund und dann kommt der Tabak. Also zu empfehlen auf jeden Fall, Snoopy, hast du gut gemacht. Auch wenn es jetzt nicht mein Liebling wird, aber so für zwischendurch absolut mal, kann man echt machen. Also ich bin jetzt echt überrascht über dieses doch, kann man sagen, hochwertige Offroad-Produkt. Ne? Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Von daher Daumen hoch. Und das war's für die Review. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder mit der nächsten und übernächsten und übernächsten. Bis dahin, keep on snoozing, Freunde, und Servus.